Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nobbys Kochstunde. Und heute backen wir das richtig geile Brot. Ein rustikales Brot, wie es sein soll. Und für dieses Brot mischen wir erstmal das Salz und das Bio-Brotgewürz gut durcheinander. In einen Becher geben wir dann auch die Hefe in das Wasser hinein und verrühren das Ganze gut. Und sogleich geht's weiter. In eine Rührschüssel geben wir das ganze Mehl hinzu. Das wären Dinkel-Vollkornmehl und Roggenvollkornmehl. Weiter geben wir dann noch ganz normales Dinkelmehl hinzu, damit die Hefe auch was zum Arbeiten hat. Auch darf die Salz-Gewürz-Mischung nicht fehlen und das Ganze rühren wir dann gut durch. Bevor wir dann die Hefe-Wassermischung auch hinzugeben und mit dem Handmixer das Ganze für 5 Minuten durchmixen. Damit der Teig schön aufgehen kann, lassen wir ihn dann 2 Stunden lang ruhen, am besten an einem warmen Ort. Bis zu diesem Zeitpunkt können wir die Arbeitsfläche schon mal einmehlen. Und geben dann später den aufgegangenen Teig drauf. Wichtig dabei ist hier, dass man richtig viel Mehl für die Arbeitsfläche verwendet. Weil der Teig ist nass und klebrig, und zwar extrem. Das ist jetzt auch der Grund, warum wir ihn jetzt ein paar Mal falten werden. Dadurch hat er einen Teil seiner Klebrigkeit verloren und so brauchen wir ihn. Dann lassen wir ihn nochmal auf der Arbeitsfläche für 20 Minuten lang ruhen und wenn man in Zeitraffer das anschaut, denkt man gerade, der hat ein Eigenleben. Bevor er jetzt danach in den Topf kommt, in den Kochtopf, falten wir ihn trotzdem nochmal ein paar Mal. Und Geduld brauchen wir trotzdem noch ein bisschen, weil im Kochtopf muss der Teig nochmal für 15 Minuten ruhen. Ja, parallel können wir da schon mal den Ofen aufheizen. Aber dann kommt er jetzt in den Ofen aber zuerst für 40 Minuten bei geschlossenem Deckel bei 180 Grad Ober- und Unterhitze. Nach dieser Zeit aber nochmal ohne Deckel für 15 Minuten bei 220 Grad Ober- und Unterhitze. Da er dann fertig ist, holen wir ihn aus dem Ofen heraus und holen ihn auch gleich aus dem Kochtopf heraus. Und so warm wie das Brot ist, können wir es ja eigentlich gleich mal anschneiden und wir sehen, das ist top gelungen, das Brot. Ja, und so muss es aussehen. Mein rustikales Brot. Nun, wir sind am Ende angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und bleibt am Ball.